Reisende, standet ihr je kurz vor einer Entdeckung? Wart ihr je eine Armlänge davon entfernt, Tamriels Geschichte zu verändern? Ich glaube kaum. Aber jetzt winkt eure Gelegenheit. Meine Töchter und ich stehen an der Schwelle des Ruhms und wir brauchen euch als unsere Zeugin. Er braucht mich als Zeugin? Dann erzähl doch mal, was geht hier vor sich? Ich bin Meister Pharas, ein überragend talentierter und erheblich unterschätzter Magier des Hauses Telvanni. Meine Töchter und ich widmen unser Leben der Erforschung des Unbekannten und erhalten dafür so gut wie keine Anerkennung. Aber das endet heute. Oh ja, tut es das? Warum das denn? Wir entkamen Apokrypha mit einem Folianten, der einem Gründungsmitglied des Hauses Telvanni gehörte. Gerüchten zufolge schlummern in ihm finstere, seit Ewigkeiten verbotene Geheimnisse. Wir benötigen dringend eine Zeugin, die unseren Erfolg bestätigt. Würdet ihr diese Rolle gegen eine kleine monetäre Entschädigung erfüllen? Einverstanden. Ich werde dieses Ereignis bezeugen. Bereitet euch vor auf das Wunder des unbekannten Wissens. Finden wir heraus. Das Buch. Was geschieht? Ach, die Magister warnten uns. Wissen, dass Hermeus Mora geraubt wurde, hat immer seinen Preis. Ihr helft uns, diesen Fluch zu brechen. Es war töricht, ohne die angemessenen Vorsichtsmaßnahmen mit dem Folianten zu interagieren. Aber Vater und Iensa wollten das nicht hören. Obst von demselben eifrigen und übermotivierten Ast. Verzeiht, Reisende. Ihr bekommt noch Gold von uns. Ich habe es nicht vergessen. Was werdet ihr wegen eures Vaters unternehmen? Ich bin mir sicher, dass meine Schwester und ich Hermeus Moras Fluch brechen können. Wir brauchen nur Zeit und das richtige Ritual. Allerdings wird dies eine Menge Vorbereitung erfordern. Danke, dass ihr das Ereignis bezeugt habt. Auch wenn es nicht der spektakuläre Erfolg war, den mein Vater versprochen hatte. Schwester, die Seiten. Der Fluch hat sie in alle Winde verstreut. Vater kann warten. Wir müssen die Seiten einsammeln. Ich liebe meine Schwester, aber in der Sache liegt sie falsch. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unseren Vater von diesem Fluch zu erlösen. Noch können wir es uns nicht leisten, nach verstreuten Seiten zu suchen. Womöglich seid ihr unsere einzige Hoffnung. Dürfte ich euch um Hilfe bitten? Na gut, ihr dürft. Was muss getan werden? Ich glaube, dass wir die Energie dieses Fluches abschöpfen und ihn auf ähnlich mächtige telvanische Relikte verteilen können. Es würde den Stolz meines Vaters tödlich verletzen, wenn wir die Magister direkt um Hilfe bäten. Also sollten wir sie uns stattdessen ausleihen. Ausleihen? Es ist nicht lange her, dass diese Relikte sich im Besitz meiner Familie befanden. Wären wir nicht in Ungnade gefallen? Nun, aber das ist ein anderes Thema. Ich verspreche, sie zurückzugeben. Hier, eine Liste der benötigten Relikte. Natürlich werdet ihr entlohnt werden. Gut, wie ihr wollt. Ich werde die Relikte beschaffen. Meine Schwester und ich bleiben hier, um das Ritual vorzubereiten, das dem Fluch entgegenwirkt. Wir werden ihn zwar nicht wirklich brechen können, aber hoffentlich können wir den Schmerz lindern. Sprecht mich erneut an, wenn ihr die Relikte habt. Ja, aber bevor ich gehe, habe ich da ein paar Fragen. Natürlich. Ich kann mich nicht in eure Lage versetzen, also fragt bitte. Ich werde mein Bestes geben, um sämtliche Bedenken auszuräumen, die ihr möglicherweise habt. Wie kam denn euer Vater an diesen Folianten? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Summen mein Vater auf der Suche nach apokryphischen Relikten für nutzlose Karten ausgegeben hat. Es war klar, dass irgendwann eine Erfolg bringen würde. Wir mühten uns durch einen Berg von Eiter, um an diesen verfluchten Folianten zu kommen. Und wofür? Wofür? Ja, richtig. Was hat er sich davon erwartet? Bewunderung? Verehrung? Was sonst könnte ein telvanischer Magister wollen? Dieser Foliant enthält angeblich mächtige Geheimnisse, die selbst die verehrenswertesten Magister vergessen haben.
Also sah er die Möglichkeit einer Abkürzung. Ihr seid da wohl anderer Meinung, oder? Ich werde die übertriebenen Ambitionen meines Vaters nicht verteidigen. Es ist Jahre her, dass meine Mutter verstorben ist. Und er müht sich noch immer ab, aus ihrem Schatten zu klettern. Auch wenn mir seine Methoden nicht gefallen, werde ich ihn ganz sicher nicht in diesem Zustand im Stich lassen. Nein, natürlich nicht, aber warum könnt ihr die Magister nicht um Hilfe bitten? Die Magister behandelten uns nach Mutters Tod wie Straßenkinder, die lediglich von ihrem Ruhm zehrten. Vater bemühte sich nach Kräften, die Familie über Wasser zu halten, während meine Schwester und ich unsere Ausbildung abschlossen. Seitdem hat er geschworen, sie niemals mehr um Hilfe zu bitten. Diese Liste mit Relikten, wie passt die zu dieser Geschichte? Wie gesagt, er tat alles, was er konnte. Dazu zählte auch, dass er einige von Mutters wertvollen Relikten verkaufte. Die Liste ist mein Versprechen, sie wieder zurückzuholen. Natürlich auf anständige Art und Weise. Wenn meine Schwester und ich zusammenhalten, können wir unserem Familiennamen sicher wieder seinen Ruhm zurückbringen. Eure Schwester sprach da etwas über Seiten. Was für Seiten? Die Seiten, die sie beklagt, sind die, die bei der Aktivierung des Fluches in alle Winde verstreut wurden. Natürlich sind die Informationen auf diesen Seiten wertvoll, aber wir sollten uns darauf konzentrieren, meinen Vater zu befreien. Die Seiten können warten. Fremdländerin, der Ansatz der jungen Jensa könnte durchaus richtig sein. Vergebt mir. Ich bin Gilvas Vedran, Mund des Meisters Faras und seiner Kinder. Schenkt mir euer Ohr. Ich hätte da einen Vorschlag, der euch interessieren könnte. Oh ja, ich bin interessiert. Wie kann ich euch helfen? Der Fluch hatte 2 Folgen. Er setzte Meister Faras fest und er verteilte unzählige Seiten in alle Winde. Wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass diese Geheimnisse in die Hände der Unwissenden fallen. Es wäre das Beste, wenn ihr sie für uns sammeln würdet. Ist es denn nicht gefährlich, sie alle an einem Ort zu vereinen? Gefährlicher als irgendein übermotivierter, titelloser Magier, der uralte Zauber wirkt? Wohl kaum. Außerdem kann ich diese Seiten magisch binden, wenn ihr sie mir in Stapeln bringt. Hatte ich erwähnt, dass ihr entlohnt werdet? Umsonst wäre ja noch schöner. Ich sammle eure Seiten ein. Wenn ihr uns einen Stapel dieser abhanden gekommenen Seiten beschafft, kann ich sie verzaubern, damit wir vor ihnen geschützt sind. Ich für meinen Teil würde weitere sinnlose Flüche gerne vermeiden. Ich habe da einige Fragen zu dem, was wir hier tun. Ich wäre besorgt, wenn dem nicht so wäre. Dies ist eindeutig keine einfache Aufgabe. Ansonsten hätte ich einen Knappen angeheuert oder einen dressierten Skrip. Also fragt. Wie genau hilft uns das denn hier weiter? Habt ihr zum ersten Mal mit Haus Telvanni zu tun? Abseits von all dem Gerede hatten Meister Faras und seine Töchter recht. Die Geheimnisse in diesem Folianten könnten ihre Familie sogar noch angesehener machen, als sie es zu Zeiten ihrer verstorbenen Mutter war. Ihr würdet ihnen einen großen Gefallen tun. Was passiert, wenn es zu gefährlich ist, den Schleier von diesen Geheimnissen zu lüften? Dann ist es ein Glück für die Halbinsel, dass Meister Faras und seine außergewöhnlichen Töchter solch grauenhafte und tödliche dädrische Magie in Schach halten konnten. Das ist die Essenz eines Telvanni, Fremdländerin. Man kann jede Situation zu seinem Vorteil auslegen. Gut und schön, aber was ist euer Interesse daran? Ihr versteht also. Ich war der Mund ihrer Mutter, bevor sie mich mit Meister Faras zurückließ. Ich bin hin und her gerissen, welche Tochter in den Status ihrer Mutter aufsteigen würde, aber mit diesen Seiten muss es nicht dem Zufall überlassen sein. Ich muss mich dann also für eine der Töchter entscheiden? Ihr dürft euch entscheiden, aber lasst euch vom Druck, über die Zukunft ihres Hauses entscheiden zu müssen, noch nicht in die Knie zwingen.
Zuerst müsst ihr die Seiten ja sammeln. Ja, richtig. Wo soll ich nach diesen Seiten suchen? Es sollte euch nicht überraschen, dass magisches Schrifttum einen merkwürdigen Hang dazu hat, an den sonderbarsten Orten aufzutauchen. Unter den Hufen eines Tieres oder im Heuhaufen eines Bauern. Einfach gesagt, solltet ihr überall suchen. Ich könnte Hilfe in Necrom suchen. Oder ihr da. Im Antlitz der Verzweiflung verschlingt alles einander. Ist dies ein Zeichen des Makels? Oder ist es die grundlegende Wahrheit aller Schöpfungen? Liegt es abseits der Moral der sterblichen Welt? Warum geht es in Schrieben immer um schwer bewachte Grobiane? Ihr seid zurück? Hoffentlich bedeutet das, dass ihr die erforderlichen Relikte habt. Leider vergaß ich in meiner Eile, mir Gedanken über all die Werkzeuge zu machen, die ich für das Ritual benötige. Ich entschuldige mich in aller Form. Reisende, ich muss euch erneut bitten, nach Apokrypha zu reisen. Ja, hier sind erstmal die Relikte, die ihr wolltet. Was braucht ihr denn sonst noch? Iensa befürchtet, die 3 Relikte werden nicht ausreichen, um diesen Fluch zu bannen. Sie empfiehlt, dass wir ein uraltes Phylakterium ausfindig machen, das von Magister Nesfarik in Apokrypha versteckt wurde. Wenn ihr das findet, könnten wir die darin gespeicherte Energie für das Ritual verwenden. Und wisst ihr, wo es sich befindet? Iensa glaubt, dass Nesfarik sein mächtigstes Phylakterium in der Bastion Nymon aufbewahrte. Wir würden es ja selbst holen, aber wir müssen hier mit den Vorbereitungen beginnen. Ich habe euch schon um viel zu viel gebeten, aber bitte, Reisende, uns bleibt nur wenig Zeit. Bastion Nymon, sagtet ihr? Na gut, ich beschaffe euch das Phylakterium. Danke.
Iensa und ich werden das Ritual vorbereiten. Wir werden direkt nach eurer Rückkehr damit beginnen können. Mir wurde gesagt, ich solle mit euch rechnen und da seid ihr. Glückwunsch, Reisende. Der Kultivator hat euch auserkoren, für eine besondere Aufgabe gepflückt. Hermeus Mora braucht eure Hilfe dabei, einen Teil seiner Ebene seinen Feinden wieder abzuringen. Meine Hilfe, was will er denn von mir? Hermeus Moras Feinde greifen Apokrypha an. Insbesondere die Bastion Nymon. Eine Festung, in der gefährliche Namen der Macht eingelagert sind. Das Goldene Auge sucht jemanden, der diese Feinde und den Herold, der sie anführt, in die Flucht schlägt. Die Belohnung wird beträchtlich sein. Könnt ihr mir sagen, wie ich zur Bastion Nymon komme? Die Bastion Nymon ist nur über einige uralte Tore zugänglich. Sucher bewachen den Weg hinein. Wenn ihr diese Sucher tötet und ihren dädrischen Eiter sammelt, könnt ihr ihn nutzen, um das Tor zu aktivieren und hineinzugelangen. Seid ihr bereit, hier zu helfen? Ja, bin ich. Ich werde das Tor zur Bastion Nymon öffnen und Hermeus Moras Feinde besiegen. Ich zeichne auf eurer Karte den Standort des Pilztiefentors ein, sowie den Ort, an dem sich die Sucher sammeln. Moras Feinde kontrollieren diese Sucher. Findet sie, tötet sie und nehmt euch ihren Eiter. Sobald ihr genug gesammelt habt, könnt ihr das Tor öffnen und die Bastion betreten. Gute Arbeit. Gießt den Eiter auf das Tor, um den Weg in die Bastion Nymon zu öffnen. Den Ahnen sei Dank, ihr seid zurück. Und wie ich sehe, mit dem Phylakterium. Wir brauchen eure Hilfe beim Ritual. Platziert das Phylakterium im Kreis. Vorsicht, Schwester! Die Mächte, mit denen wir es zu tun haben, haben ihren Preis. Ich bezahle gern diesen Preis, wenn wir Vater retten können. Töchter, ihr habt mich befreit. Oh nein! Trollliese! Eure Augen! Seid ihr das, Reisende? Ich kann nicht sehen. Aber ich spüre, dass der Fluch verschwunden ist, als wäre ein schweres Gewicht von uns genommen. Offenbar hat das Ritual genau wie beabsichtigt funktioniert. Eure Augen, was ist mit ihnen geschehen? Offenbar hatte es seinen Preis, meinen Vater aus dem Griff des Fluchs zu befreien. Mein Augenlicht. Aber ich freue mich, wieder die Stimme meines Vaters zu hören. Vielen Dank für eure Hilfe. Diese Belohnung erscheint mir mickrig im Vergleich zu der Hilfe, die ihr uns geboten habt, Reisende. Ich weiß gar nicht, wie ich euch allen danken soll. Vergebt mir mein törichtes Verhalten.
Es mag euch überraschen, aber die Zahl der Seiten, die der Fluch verstreut hat, geht in die... Nun, es sind wirklich viele. Mehr als genug, um eine Abenteurerin wie euch eine Weile zu beschäftigen. Ach nein, so schlimm war es gar nicht. Ich habe hier einen Stapel Seiten für euch. Ach, hervorragende Arbeit. Gut, dann müsst ihr euch nun entscheiden. Wer soll von euren Mühen profitieren? Yensa oder Tralise? Warum muss ich mich denn entscheiden? Es ist ganz einfach. Nur eine Schwester kann zum Oberhaupt dieser Familie aufsteigen. Ihr habt die seltene Gelegenheit, die Zukunft dieses Hauses zu gestalten. Wenn ihr wollt, kann ich euch Einblick in ihre Fähigkeiten verschaffen. Ja, gerne. Ich möchte etwas über die Schwestern erfahren. Was könnt ihr mir über Yensa erzählen? Yensa stellt sich jedem Problem mit dem Kopf voran und eisern entschlossen. So ähnlich wie ein Kaguti, stur und aggressiv, aber mächtig. Wenn ihr die Seiten in ihre Obhut gebt, wird sie garantiert ihre Geheimnisse enthüllen. Ganz egal, welche Gefahr sie auch darstellen mögen. Und über Tralise, was könnt ihr mir über sie erzählen? Sie war schon immer die Vorsichtige. Als Kind hatte sie sogar vor Fackelkäfern Angst. Ich bin mir sicher, dass sie diese Seiten wegsperren würde, was natürlich bewundernswert ist. Die Halbinsel wäre ein sichererer Ort, wenn mehr Magier wären wie sie. Ich glaube, ich wäre bereit, mich zu entscheiden. Nun gut, wenn es euch interessiert, Yensa möchte gern tief in die Geheimnisse auf diesen Seiten eintauchen, während unsere stets vorsichtige Tralise sie lieber einmal mehr versiegeln würde. Ich überlasse euch die Entscheidung, wen ihr unterstützen möchtet. Ich entscheide mich für Yensa. Nun gut, ich werde diese Seiten an Yensa weitergeben. Hoffen wir, dass sie ein wenig vorsichtiger mit ihnen umgehen wird als ihr Vater.